Leute, Instagram 10.000, nicht YouTube. Wir müssen es schaffen auf Instagram 10.000, damit ich dieses Paket endlich auspacken kann und endlich damit rumspielen kann mit dem Inhalt, der sich da drin befindet. Ich bin ein bisschen traurig, wirklich. Also es ist jetzt schon fast gefühlt ein Jahr, eine Woche, also ein Monat gefühlt, aber es ist eine Woche her und ich habe gesagt 10.000, es war richtig bescheuert von mir. Wir sind knapp, ich sag mal knapp 9.000. Wir sehen die Zahl gleich hier, 8.746. Ja, sind schon einige mehr geworden, aber da geht noch was. Aber YouTube, Leute, YouTube ist krank. Was auf YouTube abgeht, ist unfassbar. Ihr seid so krass am Abonnieren, Kommentieren, Abos nach oben geben. Ich bin euch unfassbar dankbar. Und dafür habe ich gerade eben auf Instagram, deswegen gutes Stichwort, guter Stichpunkt, denn, warte mal, jetzt mach doch mal, yes, Handy, zack, bumm. Ich habe gerade eine Umfrage gestartet in den Instagram Story. Und zwar Wakey Wakey oder Simon Says. Ihr könnt jetzt entscheiden. Ich weiß nicht, welchen soll ich lieber machen. Sagt's mir hier. Genau. Ich brauche eure Hilfe. Da ging es nämlich darum, also in meinen Instagram Stories, deswegen, es lohnt sich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, weil ich solche Sachen dann in Zukunft auch öfter über Instagram klären möchte. Folgendes, ich habe gefragt, NCT 127, welchen Song wollt ihr haben? Weil ich habe geguckt und ja, es wurden sowieso schon super viele vorgeschlagen. Ich dachte, weil ich ja auch K-Pop-Neuling bin, und jetzt habe ich BTS ja abgecheckt, Blackpink abgecheckt. Ihr habt gesagt, ja, die sind sowieso die bekanntesten Bands. Check mal, welche habt, die nicht so bekannt sind. Diese Band NCT 127, die sind auch einer der größeren wohl, wie ich es mitbekommen habe, mit mittlerweile 10 Membern. Aktuell 10 habe ich gelesen. Das ändert sich wohl aber auch immer wieder. Und jetzt checke ich aber auf Anfrage von euch, checke ich ganz klar Simon Says ab. Ich habe übrigens das Programm gewechselt und habe jetzt so ein Remote Control. Ach so, ich wollte noch sagen, Gruß geht raus an Kron the Kron auf Instagram. Der hat nämlich gesagt, ich soll auf den Karton Instagram schreiben, damit ihr versteht, dass es sich um 10.000 auf Instagram handelt und nicht auf YouTube. Danke, Gruß geht raus. Ich hab's gemacht, siehst du? NCT 127, Simon Says, ich bin gespannt, ich bin K-Pop-Neuling, ich weiß leider noch nicht, wie die alle heißen, aber musikalisch gesehen ist es unfassbar interessant, was hier abgeht bei K-Pop und das ist wirklich, also für mich als Neuling, aber als Produzenten und absoluten Musik-Audiophilen Allesfresser und Liebhaber, also nicht alles, aber wirklich einiges, ist das ultra geil. Also, weil hier passiert so viel, das kann man gar nicht vergleichen mit irgendwelchen Produktionen von sonst wo. Also wir schalten mal hier auf Vollbild. Ach so, rausgekommen ist das schon am 22.11. Also es ist nicht die aktuellste Nummer. Aber ihr habt gesagt, ich soll sie abchecken, also checke ich sie ab. Bumm. So machen wir das. Okay? Das Programm ist neu hier. Das ist dieses Streamlabs OBS. Ich habe jetzt eine Fernbedienung auf meinem Handy. Ich versuche das mal jetzt so, also wenn irgendwas auch an Ton oder so, dann ist das, ich habe das hier eine Stunde gerade eingerichtet. Na gut, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Wo steht hier eigentlich die Uhrzeit? Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon wieder am Anfang gelabert. Na gut, ich fange an. Okay. Okay. Okay, shit, ich habe gerade Gänsehaut bekommen wegen dem Schreien am Anfang. What? Was ist das für ein Intro? Das ist ja mega unheimlich, ehrlich gesagt. Das hört sich so an, als wäre das eine Aufnahme gewesen von irgendjemand in der Halle. Man hat vorher eben nur so ein Rauschen, das kann von allem sein, so aufnahmemäßig. Das klingt so, als ob so vor so einer riesen Gruppe einer da was auf Koreanisch oder sowas wahrscheinlich rausschreit und dann eine andere Gruppe ihm dann Feedback darauf gibt und dann fängt der Song erst an. Ey Leute, wenn ich euch zu oft unterbreche, tut's mir leid, aber hier geht's um die Musikanalysen. Ihr wisst, wenn ihr die Originalvideos gucken wollt, dann guckt das bitte auf den Kanälen von den Leuten, damit ihr auch ihre Views und so weiter kriegen, wenn ihr es an einem Stück genießen wollt. Ich gucke das Video gerade zum ersten Mal an und werde es jetzt hier weg analysieren auf musikalischer Ebene.
Ah, warte. Oh, fast hätte ich es vergessen, Alter. Wie Spanisch. Wie stelle ich das um? Ah! Untertitel, Spanisch, nein. Hä? Ah, Leute, Anfänger hier. Automatisch übersetzen auf. Geht das dann auf Deutsch gut? Aber wir machen es mal auf Englisch. Ob das dann gut funktioniert. Macht er das jetzt richtig oder macht er das nicht richtig? Wieso ist der denn auf Spanisch? Kann mir das einer erklären? Nein, was? Ach Gott. Verkackt, ey. Hallo. Deutsch. Englisch. Ist mir egal. Irgendwas. Aber kein Spanisch. Warum macht er denn Spanisch? Jetzt funktioniert es mit dem Untertitel nicht mehr. Oh Gott. Das ist ja auch immer alles live uncut. Wieso mache ich das denn nicht vorher? Also der hat anscheinend einen spanischen Untertitel schon erzeugt oder was. Aber ich will doch nicht Spanisch. Nicht aufregen. Okay, es ist wahrscheinlich für euch jetzt auch gerade cringe und Trigger und alles, aber... Simon says, hurry up, girl, the lyrics fly, flip the 멈춘 순간 널 향해 도준 that sound up, hands up, 뒤돌아, hands up, 흔들어, 숨이 가득 차로 여기 밖에서 go. 왜 눈치만 보고서 있나, 우두커네. 왜 또 겁먹은 표정을 짓나, 이걸 원해. 주문을 where I'm God. Nowhere to hold her like wow. I see real so sexy, and she knows she can break me. Bless me out true. Simon says be cool. Don't be such a fool. Wow. Krass. Was geht denn ab? Leider verstehe ich den Text nicht, weil das mit dem Untertitel hier auch nicht funktioniert. Sag mir mal, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob das hier irgendwie, weiß ich nicht. Aber gut, dann gehen wir nur aufs Musikalische ein. Also ist halt Rap. Dieser Sound, das was da die Melodie ein bisschen vorgibt im Hintergrund. Das klingt halt so typisch Synthesizer. Hurry up, girl, the lyrics fly, flip the 멈춘 순간 널 향해 도준 that sound up, hands up, 뒤돌아, hands up, 흔들어, 숨이 가득 차로 여기 밖에서 go. Ah, krass. Da passiert gerade wieder so viel, aber halt auf so Detailebene. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf eingehen soll. Also der Rap ist mega nice, mega tight. Krasse Stimme auch. Ja, man, wir hören das schön Mono in der Mitte gemischt. Selbst die Doubles von ihm sind relativ eng gemischt auf rechts, links. Und dann kommt aber dann... Und dann kommt da so ein Soundeffekt, der ja so als Übergangseinleitung genutzt wird, der so ein bisschen, also mich erinnert er gerade an ein Pferdewiehern. Aber irgendwie auch wie ein Schreien, was total verzerrt wurde. Richtig krass. Also krass Sounddesign am Start auf jeden Fall. Als ob man so Luft holen würde und irgendwie so dabei schreien, so ganz hoch, ganz komisch. Hier kommen halt dann die Hi-Hats hinzu. Im nächsten Part und der nächste Member hat dann hier sein Gesangspart. Auch geiler Part hier, dieser Rap-Part, den fand ich richtig geil, weil der Beat dann so richtig flippt irgendwie. Die Sounds mega abgefahren werden, aber ja, trotzdem noch in das Gesamtkonzept reinpasst.
where I'm God. Know where the whole lot like wow. I think we so sexy. And she knows she can break me. Look at your kid. Bless me, I true. Simon says be cool. Don't be such a fool. Boah, okay. Da geht wieder. She knows she can break me. Also K-Pop macht mich fertig, Leute, ohne Scheiß. Das ist wirklich, mein Hirn explodiert wieder mal die ganze Zeit. Und ich weiß, das sind nicht die krassesten K-Pop-Sachen, wo jetzt genre-spezifisch alles durchgeflippt wird. Ist jetzt, ja, relativ einfach gehalten noch, aber die, ja, hier auf dem, im Video sind es nur 7 Jungs. Ich hatte vorhin aber gelesen, dass es 10 sind, oder, ja. Aber gut, das Video ist auch älter und ich habe gesehen, dass immer welche dazu... Ihr wisst das besser. Schreibt das in die Kommentare. Ich lese das dann nämlich alles durch und lerne mit euch dann gleichzeitig zusammen die ganzen Background-Informations. Ich bin nur für die Musik erstmal da und versuche das hier auseinanderzunehmen. In der Community zusammen kriegen wir das dann den Rest dann immer alles raus. Das finde ich übrigens sehr nice. Ihr seid sehr aktiv. Hier ist so einmal so ein Riser drin, der aber gar nicht direkt vor dem nächsten Part ist, sondern irgendwie so zwischendrin. Und dann ist wieder dieser Schrei, wo ich vorhin meinte, Pferdewiehern, der ist dann wieder drin, aber ich glaube, es ist doch eher ein Schrei. Das ist auf jeden Fall ein Schrei. Das kann gut sein, dass einer der Jungs das aufgenommen hat. Die haben, wie ich auch festgestellt habe, alle relativ... Nicht alle, aber es gibt einige, die haben ziemlich hohe Stimmen, was ich super krass finde, sehr faszinierend. Dieser Sound, dieser der ist mega geil und drunter ist dann so ein Subbass, der so und dann mega geil. Ja, und dann kommen wir jetzt in den Refrain. Ja, die Jungs sehen ja mal mega krass aus, Alter, ne? Weil ich hatte jetzt so bei BTS die letzten Videos ja gemacht und die waren ja sehr poppig, bunt angezogen. Und jetzt hier bei den NCT 127 Jungs, gerade in dem Video jetzt natürlich richtig cool mit den Vans natürlich, alle so vom Farbschema her, so die Graupalette bis schwarz. Die Location finde ich mega interessant mit diesen Aluplatten hinten. Die sehen irgendwie nochmal so einen Ticken eleganter aus, also jetzt gerade in dem Video. Finde ich mega cool, die Styles, Alter, richtig krass. Ist schon... Ich verstehe euren Hype, ohne Witze. Das ist schon mega cool, ey. So wie die sich bewegen, wie die tanzen, wie die aussehen. Das ist halt einfach cool. Die Klamotten sind krass, Alter. Muss ich mal Dana gleich zeigen. Oder wir checken mal ein anderes Video mit Dana zusammen ab noch. Weil die ist ja in dem Modeding drin. Das finde ich ja geil, wie hier die Stimme dann hochgepitcht wird. Das Mai. Geil, der erste, der hier einsteigt, ich weiß leider die Namen nicht, bear with me, Leute, werde ich auf jeden Fall noch lernen, weil jetzt bin ich gerade drin, BTS erstmal die Namen alle zu lernen und weil eine Group und eine Band, je nachdem, was es ist, das habe ich auch mittlerweile gelernt, habt ihr mich auch darauf hingewiesen, dass ihr unterscheiden muss zwischen Bands und Groups, sind das natürlich immer sehr viele Member. Was ich jetzt sehr geil fand, was ich eigentlich sagen wollte, dass er hier vom Flow her Offbeat auf den Beat reingeht.
Ja, und so Halftime-mäßig, ne? Das ist cool. Krasses Video, Alter. Ich bin voll weggeflasht. 밤의 끝에 찡을 밤새 뚫고 다 누구보다 빠른 전부 네가 있어 거침없어 모든 건 내게 달려 점점 분위기는 high. Oh, jetzt ärgert es mich, dass es mit dem Untertitel nicht funktioniert, weil ich würde echt gern verstehen, worum es geht. Ah. 거침없어 모든 건 내게 달려 점점 분위기는 high. Ne, dieser Hi Hi Highs ist immer dann die ganze Gruppe, sage ich jetzt mal, Group, ne, auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob sie Instrumente spielen, habe ich jetzt in der Schnelle nicht nachschauen können. Aber die setzen dann hier richtig schön die Harmonien, die dann komplett auf rechts, links gemischt sind. Aber sind insgesamt, jetzt bei diesem Song zumindest, tiefer angelegt, tonal als BTS zum Beispiel, wo er, also da war ja Tonfrequenzen dazwischen, also gefühlt waren da irgendwie 5, 6 Oktaven, was da abging, was die Jungs singen konnten, also vereinzelt. Und dann eben im Gesamten sind die Harmonien dann natürlich auf ein ganz andere Spanne, ne? Okay, er macht dann hier so die Wiederholung Adlib-mäßig, die dann einen High-Cut hat und so ein bisschen nach hinten gesetzt ist, in so einem Wechsel, wie in so einer Konversation, ein Dialog. Ah, schön, jetzt kommt ein richtiger Wechsel. Übrigens, ich habe hier noch eine neue Scene, wo ich ein bisschen so größer bin und das Bild kleiner. Ich probiere die mal eben aus, sagt mir, wie ihr sie findet, ob ich da zu groß im Bild bin und ich weiß auch nicht wegen den Claim-Geschichten, vielleicht ist es dann ein bisschen einfacher, wenn das Bild hier klein zu sehen ist und nicht ganz groß der Rest. Wir kommen jetzt in den C-Part, ich bin gespannt, hat schon sehr soft angefangen. Übrigens, kleiner Funfact, ich weiß, es interessiert keinen, ist auch nur ein Video, aber die Mikros sind alle hier nicht angeschlossen, vermeintlich. Da sieht man den XLR-Stecker freistehen, aber nur kleiner Funfact. Oh, schöner, warmer Pad, schöne Fläche, Synthesizer-Pad, wie man das auch nennen möchte, setzt da schön die Harmonien für die Jungs, damit die fantastisch drauf singen können. Jetzt kommt das so ein bisschen raus, dass sie auch singen. Das ist der erste NCT 127-Song, den ich höre, ne? Also ihr werdet mich jetzt wieder belehren, dass da eben einige Songs sind, wo die noch ganz anders singen. Aber Leute, lasst mir Zeit. Diese K-Pop-Welt ist so groß. Ich arbeite mich gerade erst rein. Ich werde das alles Stück für Stück abchecken. Oh, die haben so richtig sanfte Stimmen, krass. Jetzt kommt der Auftakt, ganz klassisch, wird eingeleitet mit so fast marschartigen Drums. Wow, was war das, Alter? Ich wollte eigentlich anmerken, dass ich faszinierend finde, es muss ich noch schnell sagen, dass die Percussion alles sehr im hochfrequenten Bereich ist, also alles sehr dünn angelegt, angemischt, weil da eigentlich auch so Snares drin sind, die normalerweise auch ein bisschen Bauch haben, also so in der Mitte klingen, aber hier ist alles sehr dünn, auch ne, dass du so ab hier, wo dann der Marsch losgeht.
klar, da ist ein Becken, das hier die Achtel spielt. Auch die Drrrn. Das normalerweise ist so ein Instrument nicht nur im hochfrequenten Bereich zu hören, aber die haben das hier so angelegt. Ich vermute, dass die auch insgesamt klang das schon alles sehr hoch angelegt. Die wissen schon, wer die Zuhörer sind, dass sie das definitiv eher auf Smartphones und Laptops wahrscheinlich hören. Aber hier jetzt der Gesang, wie er da hochzieht. Killer, Alter. Richtig krass. Bekommen richtig Gänsehaut, Alter. Das ist der Hammer. Wer von den Jungs war das? Heftig, Alter. Richtig. Ich muss noch einmal hören. Richtig krass. Geil. Das war vorher hier im Übergang, es waren auch schon wie so, als ob man mit so einem Frequenzsuchgerät irgendwelche Frequenzen durchsucht, so richtig hohe pfeifende Töne drin waren hier im Übergang auch ein bisschen, so hat so eine ganz kleine Melodie angespielt, ist hier dann aber richtig laut drin, so oh, schön, Alter. Krass. Ich muss hier mit meinen Curse Words aufpassen, aber heftig. Das ist ja auch verglichen zu BTS. Also man sollte sie nicht vergleichen, ist klar. Jetzt weiß ich auch warum, weil das ist kein Vergleich. Also jeder für sich ist wirklich was komplett anderes. Die Jungs sind ja viel böser, viel cooler unterwegs, merkt man sofort schon, wie sie sich hier hinstellen. Da hört man ganz kurz noch den Schnaufer am Ende. Super Nummer, Alter, krass. Ich bin ernsthaft seriously geflasht. Also, ich weiß schon, sehe ich leider keine Zeit, wie lange das Video läuft. Ich habe aber wahrscheinlich nur wegen dem Untertitel-Ding habe ich jetzt hier wahrscheinlich schon 5 Minuten gebraucht. Sorry Leute dafür, aber hier ist immer alles live uncut. Das ist wirklich First-Time-Reaction. Seht ihr hier wirklich original. Ich habe NCT 127 auch so noch gar nicht gehört und ich bin echt angetan. Ja, ich werde direkt, ich habe ja gefragt, ob ich Wakey Wakey und so noch machen soll. Ich meine, das wäre wahrscheinlich in Zukunft so, jetzt wo ich das höre, sowieso gekommen. Ich wollte nur wissen, welchen ich jetzt machen soll. Aber ich werde dann in Zukunft auf jeden Fall, die Jungs sind jetzt auch auf dem Schirm und ich wollte Stray Kids, genau, Stray Kids, den neuen Song von denen, habt ihr auch super viel geschrieben, werde ich jetzt auch abchecken, kommt auch, also ich werde schon definitiv dafür sorgen, dass jeden Tag ein K-Pop-Song kommt, weil diese Welt geht mir gerade jetzt erst auf, ich klicke hier gerade nochmal durchs Video, es ist geil, wie die Jungs aussehen, unfassbar. So, ich glaube, das reicht, ich habe genug gelabert, habe ich überhaupt aufgenommen, wahrscheinlich, ich blende hier nochmal ganz kurz irgendwas ein, wenn ich nicht den falschen Knopf drücke, den hier, genau, abonniert, jetzt kommt er natürlich wieder nicht. Den Kanal, ihr wisst ja sowieso, ich brauche es euch nicht sagen. Da ist der nächste schon wieder reingekommen. Vielen Dank, du bist dabei. Richtig geil. Aber vergesst Instagram nicht, da will ich die 10.000 haben, damit ich dieses Paket endlich auspacken kann. Es wartet nur darauf, ausgepackt. Ich habe viel zu viel gelabert, das reicht.